Hallo Freunde der Aquaristik. Beim letzten Mal habe ich euch den JBL Crystal Profi E403 Greenlight vorgestellt. In diesem Video möchte ich euch vorstellen, wie man den Filter umrüstet zu einem Diffusionsfilter Light. Zunächst möchte ich mich nochmal bei der Firma JBL bedanken, dass sie dieses Video ermöglicht haben, indem sie mir den Filter zur Verfügung gestellt haben und zusätzlich die Ersatzschwämme. Nochmal kurz zum Prinzip des Diffusionsfilter Light. Es scheint also ein großes Interesse an diesem Prinzip zu bestehen und es geht darum, dass ein möglicher vorhandener Filter besser im Sinne von natürlicher arbeitet. Dabei machen wir uns zunutze, dass in der Natur andere Filterprozesse vorhanden sind als im Aquarium. Diese natürlichen Filterprozesse basieren auf der Diffusion. Diffusion bedeutet, dass ein Stoff bestrebt ist, überall in gleicher Konzentration vorzuliegen. Also es findet automatisch ein Austausch statt, wenn zum Beispiel im Bodengrund eine andere Konzentration des Stoffes vorliegt als im Aquariumwasser. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn zum Beispiel Nitrat bzw. Abbauprodukte wie Ammonium bzw. Ammoniak, Nitrit durch Bakterien im Bodengrund umgearbeitet werden zu Nitrat. Das heißt, es findet also im Aquarium und im Bodengrund ein Konzentrationsgefälle dieser Stoffe statt und der wird ausgeglichen, sodass also ein ständiger Austausch stattfindet. Und diesen Prozess machen wir uns auch im Diffusionsfilter bzw. hier im Diffusionsfilter Light zunutze. Ich nenne das Diffusionsfilter Light, was wir mit unseren Filtern erreichen können, weil es also nicht ganz dem Diffusionsfilterprinzip entspricht, weil hier immer noch eine leichte, also auch nach der Umrüstung, eine leichte Durchströmung der Filtermaterialien stattfindet, was wir im Diffusionsfilter nicht haben. In der Grundausstattung, also so wie der Filter normalerweise betrieben wird und so wie er von JBL geliefert wird, ist dieser Filter ein, ich nenne ihn zwangsdurchströmter Filter, weil das Wasser zwangsweise durch die Filtermedien gezogen wird und das kann unter Umständen Probleme im Aquarium verursachen. Das kann schlechter Pflanzenwuchs sein, das können Algenprobleme sein, das können auch teilweise erhöhte Redoxpotenziale sein, die also auch unter Umständen dafür verantwortlich sind, dass Fische nicht mehr ihre vollen Farben zeigen. Fische werden dadurch unter Dauerstress gesetzt und zeigen dann, wie gesagt, nicht ihre optimalen Farben. Um das auszugleichen, werden wir dafür sorgen, dass die Umrüstung des Filters auf einen Diffusionsfilter Light, dass wir damit erreichen, dass also die eigentlichen Filterprozesse nicht mehr ausschließlich im Filter stattfinden wie bei der Zwangsdurchströmung, weil bei der Zwangsdurchströmung ist es so, dass der Filter den sogenannten ersten Zugriff hat, so nenne ich das gerne, und zwar die Stoffe, die im Wasser umgebaut werden müssen, also Stoffwechselprodukte der Tiere und durch abgestorbene Pflanzenteile oder was auch immer, oder Futterreste, die werden bevorzugt im Filter verarbeitet, weil das Aquariumwasser wird also sehr schnell durch den Filter durchgezogen und immer wieder. Und das bedeutet, dass der Filter sich die Stoffe nimmt und umbaut. Und im Aquarium selbst bleiben also so gut wie keine oder nur ganz geringe Mengen für die darin befindlichen Biofilme übrig. Was also auch bedeutet, dass im Aquarium selbst nur ein minimaler Bestand an Biofilmen entsteht und die meistens noch in Hungerversionen, also in Hungerstadien. Das bedeutet also auch gleichzeitig, dass viele freie Flächen vorhanden sind, die dafür sorgen, dass also Siedlungsfläche für Algen da ist. Und wir wollen erreichen, dass diese Filterleistung von dem Filter ins Aquarium verlegt wird. Das erreichen wir, indem wir dafür sorgen, dass das Wasser nicht mehr zwangsweise durch das Filtermaterial fließen muss, sondern am Filtermaterial ungehindert vorbeifließen kann. Die Biofilme, die sich im Aquarium entwickeln, sorgen letztendlich dafür, dass die Biofilme gesünder sind, dass die weniger hungern
dass sie also mehr Schwärmer ausbilden und damit auch immer ausreichend Schwärmer vorhanden sind, die neue Siedlungssubstrate suchen, sodass also die Biofilme, die zum Beispiel von Garnelen oder von Saugwelsen oder ähnlichen Fischen abgeweidet werden, immer wieder erneuert werden. Und somit immer junge Biofilme vorhanden sind, die also eine besonders hohe Qualität und eine besonders hohe Abbauleistung haben. So, jetzt kommen wir dazu, den Filter umzurüsten. Wie der Filter aufgebaut ist und die technischen Daten und so weiter, das habe ich im Unboxing-Video bereits ausführlich beschrieben, dass wir uns also damit jetzt nicht mehr beschäftigen, sondern dass wir einfach hingehen und den Filter umrüsten. Dafür öffnen wir den Filter zunächst. Wenn ihr den Filter bereits angeschlossen habt, müsst ihr die Ventile zumachen, die Schlaucharmatur entriegeln und dann könnt ihr sie bequem abnehmen, ohne dass euch Wasser aus den Schläuchen herausläuft. Dann werden die Klammern entriegelt. Das geht also hier bei dem JBL-Filter sehr einfach und der Deckel wird abgehoben. So, und jetzt kommen wir zum Innenraum, zum Innenbereich. So, bis jetzt ist es so, das Wasser fließt in den Filter ein, fließt hier auf diese erste Patrone, auf den ersten Schwamm. Dieser Schwamm ist ein Vorfilter und soll grobe Schmutzteile abfangen. So, wir wollen aber erreichen, dass diese Stufe auch schon nicht mehr zwangsdurchströmt ist, also dass das Wasser schon an dieser Stufe vorbeifließt. Dafür gehen wir einfach hin, nehmen diesen Schwamm heraus, schauen uns nochmal an, wie der funktioniert. Also das Wasser fließt auf den Schwamm und unter dem Schwamm befinden sich Rillen, die also das Wasser ableiten, und zwar rechts und links an der Filterkammer vorbei. Das bedeutet, dass wir also erreichen müssen, dass an dieser Stelle das Wasser ungehindert fließen kann. Dafür müssen wir einfach von diesem Filterschwamm, von dem oberen Filterschwamm, rechts und links jeweils ein Stückchen abnehmen. Das machen wir jetzt also direkt. Wie gesagt, das ist der Schwamm. Jetzt nehmen wir uns ein Messer, mit dem man also auch Fleisch schneiden kann, also ein möglichst scharfes Messer, und gehen hin und schneiden hier ein Stückchen ab. Und das gleiche machen wir an der anderen Seite. Es reicht also so viel, dass genau die Durchflussöffnungen frei liegen. Damit haben wir erreicht, dass das Wasser hier einfließt und quasi direkt an dem Filter vorbeifließen kann. So, hier unter dieser Filterkammer befindet sich eine weitere Kammer. Da kommen wir dran, wenn wir die Klammern öffnen. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir halt genau an der Stelle, wo sich diese Öffnung befindet, muss das Wasser also wieder frei fließen können. So ist es nicht unbedingt wichtig, dass wir genau das Loch treffen, weil das wird nirgendwo übergestülpt, sondern wir brauchen einfach ein Loch da drin. Und da schauen wir, dass wir in etwa da sind, wo sich die Öffnung befindet, und schneiden einfach grob ein entsprechendes Stück aus dem Schwamm raus. Gucken wir nochmal, passt also genau unter das Loch. Packen also entsprechend den Schwamm wieder in die Kammer ein und schließen Sie wieder. Bitte darauf achten, dass die Klammern wieder einrasten. So, jetzt kann man sehen, dass hier das Wasser frei durchfließen kann. Und nochmal hier an der Seite fließt es vorbei. Nämlich der Trick ist, das Wasser kommt hier oben rein, fließt also hier
seitlich an der Kammer vorbei, an der unteren Kammer vorbei und fließt von unten durch diese beiden Filtereinsätze wieder nach oben. Die obere Kammer haben wir damit fertig. So, jetzt beschäftigen wir uns mit der unteren Kammer, machen den Griff hoch und können die Kammer rausziehen. In dieser Kammer befindet sich schon mal ein Schwämmchen. Die Grundausstattung beinhaltet Keramikkügelchen zur biologischen Reinigung. Die verwenden wir nicht mehr. Entsprechend schütten wir die einfach weg. Die müsst ihr natürlich nicht wegwerfen, die könnt ihr für irgendwelche anderen Filter weiterverwenden. Jetzt benötigen wir entsprechend, weil wir das Filtermedium entfernt haben, brauchen wir natürlich alternativ wieder Schwämme. Diese sind als Zubehör für den Filter erhältlich. Da haben wir die Filterschwämme. Hier haben wir auch wieder ein vorgestanztes Loch, wo man von Herstellerseite aus andere Filtermaterialien einsetzen kann. So, wir gehen jetzt hin, nehmen dieses Teil raus, schneiden einfach eine Ecke weg. Dann setzen wir das Teil wieder in den Schwamm ein und stecken den zuunterst in den Korb. Das gleiche machen wir mit dem zweiten Schwamm. So, wieder reinstecken und auch den Schwamm setzen wir wieder ein. Und damit ist also auch hier eine freie Durchströmmöglichkeit vorhanden. Und zur Kontrolle schauen wir einmal da durch und sehen, es funktioniert. Es ist also bis unten hin durchgehend frei. Dass also das Wasser von unten ungehindert am Filtermaterial vorbei zur Pumpe fließen kann. Wir setzen die Filterkörbe wieder ein und achten darauf, dass die Löcher wieder übereinander sind. Und entsprechend auch hier das Loch passend auf dem Filter sitzt. Wir schließen den Filter wieder und damit ist im Grunde die Aktion fertig. Jetzt müssen wir natürlich nur wieder zusammensetzen, Schlauch anschließen, verriegeln, Filter öffnen, drücken, um das Wasser wieder automatisch einfließen zu lassen, und wenn der Filter vollgelaufen ist, dann können wir ihn in den Gang setzen. Du hast gesehen, wie relativ einfach es ist, aus diesem Filter einen Diffusionsfilter Light zu machen. Dieses Prinzip ist natürlich für alle Filter dieser Serie gleich, egal welche Größe es ist, ob es der 402 ist, ob es der 702 ist oder der 902 oder entsprechend andere Größen aus diesen Serien. Also die Vorgehensweise ist immer die gleiche. So, wenn ihr vorhabt, das mal auszuprobieren, dann wünsche ich euch viel Erfolg damit. Den werdet ihr sicher haben. Und auch in diesem Fall braucht ihr den Filter nicht zu drosseln, sondern könnt ihn voll laufen lassen mit voller Leistung, weil der Diffusionsfilter eben nicht zwangsdurchströmt ist und damit keine echte Durchströmung der Filtermaterialien stattfindet. Dadurch kann man also die volle Strömungsleistung des Filters im Aquarium nutzen. Der Vorteil ist auch, dass die Strömungsleistung, also die Durchflussleistung, sich dadurch, dass eben die Filtermaterialien nicht mehr zwangsdurchströmt sind, wahrscheinlich sogar höher ist als bei normalem zwangsdurchgefilterten Betrieb. Also durch diese Umrüstung zum Diffusionsfilter Light kann dieser Filter durchaus auch für etwas größere Aquarien verwendet werden,
weil es letztendlich auf eine filterlose Betriebsweise hingeht und diese Diffusionsfilter-Light-Geschichte einfach diesen Filter noch effektiver nutzt, als wenn er ganz ohne Filtermaterialien betrieben wird. Ich wünsche dir also nochmal viel Erfolg mit der Umrüstung und mit der Verbesserung deines Aquariums. Direkt nach der Umrüstung des Filters auf Diffusionsfilter Light würde ich dir empfehlen, dass du zunächst für einige Tage etwas weniger fütterst, damit sich das Aquarium an diese neuen Verhältnisse anpassen kann, also dass da möglichst keine bakteriellen Trübungen entstehen und es nicht zu Problemen kommt. Nach circa einer Woche sollte sich das Aquarium umgestellt haben und du kannst das Aquarium wieder ganz normal handhaben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, denk bitte dran, mir einen Daumen hoch zu geben, den Kanal zu abonnieren und damit du über neue Videos informiert wirst, aktiviere auch das Glöckchen und schreibe mir bitte in die Kommentare, was du von dieser Umrüstung hältst, ob du eventuell sogar schon Kontakt mit filterlosen Aquarien hattest und eventuell deine Erfahrungen damit. Vielen Dank für dein Interesse.